Hi zu Baoboom Bang. In dieser Folge wird's elektrisch. Und es geht um diese Bretter, Longboards, Skateboards, völlig egal. Bei mir ist heute ein Paket angekommen und das möchte ich natürlich mit euch auspacken und euch zeigen, was da drin ist. Und ich freue mich wie Bolle. Und wenn das funktioniert, dann habe ich Riesenspaß. Und nicht nur ich, ihr auch. Also vorsichtig öffnen. Immer schön aufpassen bei solchen wertvollen Paketen. Nicht, dass man irgendwas kaputt macht. So, ich bin mal gespannt, was da drin ist. Verpackungsmaterial erstmal. Na, was könnte das denn sein? Verrate ich noch nicht. Wow, sehr geil. So, Leute, ich packe erstmal alles aus und dann zeige ich es euch genau. Krass! Kriege ich nicht mit einer Hand raus? So, jetzt zeige ich euch mal, was da drin ist. Nämlich ein Mellow Drive. The Endless Ride. So, was könnte das sein? Und zwar habe ich was bestellt für meine Pittermännchen. Die Bretter baue ich ja alle selber. Handmade bei Baoboom Bang. Meine Kölong Pittermännchenbretter. Die sind, sehr speziell gebaut. Die gibt es in 3 Holzsorten, wie ich sie baue. Handmade. Es gibt halt echt wenige nur im Jahr, weil handgemacht. Sind auch nicht ganz günstig, aber halt geil. Weil ich so viel damit unterwegs bin, habe ich mir gedacht, hey, die Dinger müssen irgendwie elektrisch angetrieben werden. Es gibt ja E-Boards jede Menge, aber dieses Team von Mellow Drive, die Erfinder auch, die haben sich echt was dabei gedacht, weil das ist halt kein E-Board, also man kann auch bei denen komplette Boards kaufen, aber das ist ein Nachrüstset quasi. Das ist die Idee hinter Mellow Drive. Was ich dazu noch bestellt habe, ist noch eine weitere Achse und so weiter, zeige ich euch aber gleich. Jetzt machen wir mal zusammen das Paketchen auf hier. So, wo geht's auf? Habe ich doch gerade schon gehabt. Da oben. Erstmal muss ich sagen, die benutzen auch Baoboom Bang. Also die benutzen auch Blau. Ist halt einfach eine geile Farbe. So, wow. Okay, wartet mal. Leute, da habe ich ja direkt was. Das Mellow Drive muss andersrum drauf gedruckt werden. Das ist echt ein geiles Konzept. Aber jetzt macht man es auf und dann ist ja alles andersrum. Also jetzt kommt mal mit. Also, hier ist der Mellow Drive. Alter Schwede, ist das riesengroß. Scheiße. Alter, der Drive, also der Antrieb ist ja so groß wie mein ganzes Brett. Scheiße. Hier die Fernbedienung. Da bin ich mal... Boah, geil. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr geil an. Dann natürlich mit einer Handschlaufe. Und dann ist hier der Akku drin. Wahrscheinlich. Das sieht stark nach Akku aus. Okay, aber warum hat der doppelt verpackt? Hätte man sich sparen können. For Flip. For Flip. Ach, geil. Okay. Also, alles rausnehmen und dann hier For Flip. Warte. Den Motor auch rausnehmen. For Flip. Juice up. Das ist das Netzteil. Und hier sind alle Schrauben drin. Das ist mein Style, kann ich nur sagen. Das ist mega, mega nice gemacht. Wie das alles verpackt ist, da hat sich echt jemand richtig Gedanken dazu gemacht. How to get started. Super. Also, dann packe ich jetzt mal eben das Netzteil noch aus und die Batterie und dann zeige ich euch mal, wie das insgesamt hier verteilt aussieht und dann gucken wir mal, ob das überhaupt unter mein Brett passt. Ich habe echt einen Riesenspaß gehabt, das auszupacken. Ein Hut ab, weil wie geil, auch eine coole Verpackung, nicht einfach irgendwie hingerotzt, sondern das Zeug ist wirklich innovativ und intuitiv verpackt. So, die Motoreinheit werde ich jetzt erstmal mit der Achse probieren, überhaupt auf eins von meinen Pittermännchen drauf zu bekommen. Die Pittermännchen sind ja extra so gebaut, dass sie quasi auch, nicht quasi, sondern dass sie in einem Flugzeug oben in die Gepäckablage so reinpassen. Das war mein Ziel damit, weil ich halt viel verreise und allen Nutzern ein... Super!
weil ich halt allen Fahrern ein cooles Fahrgefühl geben möchte, was ja so ein Mix aus Longboard, Shortboard, Pennyboard quasi ist. Es ist ja im Endeffekt eine Pennyboard-Größe, aber mit den Eigenschaften eines Longboards, auch wenn es echt kurz ist, aber man kann geil damit cruisen und so weiter. Ich habe ja normalerweise erheblich kleinere Wheels, das sind 50er Wheels und das sind jetzt hier 80er. Also 80 mm Wheels, das ist schon ein Unterschied, sind 3 cm fetter als die Rollen, die normalerweise auf einem Pittermännchen drunter sind. Das sind meine Rohlinge, die sind natürlich schon fertig, das sind die fertigen Boards. Da ist hier schon das Korund aufgetragen und es sind natürlich auch schon die Standardbohrungen vorgenommen. Es ist auch schon das Branding unten drunter, die sind frisch lackiert. Das ist jetzt so ein Testboard von mir, deshalb ist es ein bisschen verkratzt. Das sind die Rohlinge, wenn die bei mir quasi aus der Holzpresse rauskommen und vom Schleifen fertig sind, dann bekommen die halt eben das Branding. Und ich würde jetzt gerne, weil es glaube ich am coolsten dazu passt, ein Nussbaumbrett nehmen. Das ist jetzt eben der Rohling. Mein Branding wird man da drunter nicht mehr sehen, weil da ja eben der Motor drauf kommt. Der eigentliche Achsabstand, den ich habe, das passt nicht mit dem Melodrive zusammen. Auf gar keinen Fall. Das heißt, ich muss das neu konstruieren oder eher gesagt neu planen. So, das werde ich jetzt mal machen. Hierzu habe ich natürlich eigentlich eine Schablone. 10, 2, 5, da haben wir die Mitte. Kann ich jetzt auch gut und gerne drauf rummalen, weil das sieht ja nachher eh kein Mensch, ne? Da seht ihr jetzt genau die Mitte. Jetzt werde ich eben fix noch auf die Vorderachse schon mal die Wheels aufziehen. Hört sich auf jeden Fall schon mal super an. Alter, krass, was das für Oschis sind. Naja, aber die Achsen sind halt echt, auch wenn ich jetzt überlege, eine Achse, nicht ganz, aber krass schwer die Teile. So, jetzt wird das Ganze installiert, heißt nicht installiert, sondern positioniert. So spack wie möglich vorne dran. Und jetzt den Kollegen so spack wie möglich da dran. So würde das aussehen. Ziemlich krass. Da hinten leicht überstehend, aber ich würde sagen, das geht noch klar. Und da vorne, das geht auch noch klar. Top Shot. Mega. Also ich bin echt begeistert. Es funktioniert tatsächlich und also es ist echt spack. Ich weiß noch nicht, wie wirklich die Performance sein wird, damit zu fahren. Aber es ist eine Herausforderung, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann ist es, glaube ich, gehört es auf jeden Fall zu den kleinsten Boards, die so einen E-Drive haben. Einfach für den Rucksack, würde ich sagen. Also, ich werde das mal jetzt markieren, bohren, einen Test starten quasi, das zu montieren. So, was halt super wichtig ist, ist halt eben, dass es wirklich gerade ist. Ich würde jetzt hier auf die innere Bohrung gehen, damit die nicht zu nah am Rand ist, weil sonst haben wir ein Problem. Wir stechen es einfach an, dann sind wir mega safe. So. Das hier ist eine Anstechnadel, also zum Anpieksen. Hier nehme ich mir auch mal kurz eben die Mitte, damit auch das hier wirklich mega mittig ist. Das sind 17,5. Okay, 8,75 passt. Und hier passt auch die Mitte. Da wird auch angepiekst. Okay, da komme ich gar nicht dran. Ich markiere es mir trotzdem. An die Bohrung, die zweite Bohrung, komme ich nicht dran mit dem Stift und auch nicht mit dem Anreißer. Und deshalb habe ich mir jetzt hier außen markiert die Seitenteile. Und da das eine Standardbohrung für Achsen ist, also ich werde jetzt einfach die Achse da hinlegen, dann kann ich die Löcher dazu bohren. Ich habe echt bisher nichts zu kritisieren, aber das könntet ihr noch als Gimmick mit dazu packen, nämlich einfach eine Bohrschablone für die Achsen. Was haltet ihr denn davon? So, dazu ein super Holzbohrer von ENT, Bohrstufe einstellen. So, wir setzen mal hier an. Wichtig ist hier bei mir, da Glasfaser mit drin ist in den Boards, muss die Bohrgabel
Geschwindigkeit passen. Also andrehen, Vollgas geben und durch. So, da sind die Löcher perfekt. Wir setzen mal hier eben schnell den anderen Kopf auf. Ein 2er Kreuzkopf. Der passt hier perfekt drauf. Und dann können wir die Schrauben einmal da rein. So, das Schöne ist, wenn die unten ein bisschen rauskommen, dann könnt ihr euch die Achse nehmen und könnt die hier halt draufstecken. Zack, und seht direkt, dass die Bohrungen passen. Oder auch nicht. Doch, die Bohrungen passen. Zeige ich euch jetzt, wie ich das montiere. Also, ihr nehmt euch einen 10er Schlüssel, die Mutter hier plan drauf machen, die Schraube so weit raus, dass da noch genügend Spiel ist. Von der Seite dann die Mutter festhalten und von der anderen Seite, ein bisschen kompliziert hier, mit dem Brett festhalten und von der anderen Seite auf jeden Fall über Kreuz montieren, heißt über Kreuz festziehen. Zack, Achse fest. Bam. Und das gleiche machen wir jetzt hinten noch mit dem Motor. So. Zweites Paketchen mit den Schrauben und Muttern. Auch hier machen wir jetzt schon mal eben alle 4 Schrauben fest. Umdrehen, Motor drauf. Ja, passt ziemlich gut sogar. Die Muttern setzen wir drauf, von der anderen Seite genauso. Von der Seite ist es ein bisschen frickelig, hier hinten da die Mutter drauf zu setzen. Das heißt, da kommt ihr mit dem mitgelieferten Equipment auch nicht weit. Ah, ich sehe gerade, ach komm. Ach so. Da hat sich mal einer was bei gedacht, das ist ja der Kracher. Da hinten, da drin, hier haben die Erfinder quasi eine Ausbuchtung gemacht, eine Aussparung. Das heißt, ihr legt eure Mutter da rein und könnt von der anderen Seite die Schraube andrehen, ohne einen Schlüssel von der anderen Seite zu benutzen, weil es quasi hier im Gestell sich verankert. Was für eine geile Idee. Gibt es direkt 10 Gummipunkte von mir. Bisschen tricky. Ja, zieht sich die Mutter fest. Erfindertum in Deutschland. Da will mal einer noch was sagen. Das ist Ingenieurskunst. Ich halte es einfach nicht aus. Deshalb musste ich das jetzt einfach mit einem Rohboard machen. Yes! Bam, bam. Ein Pittermännchen mit Mellow-Antrieb. Ich muss mal kurz hier den Dreck wegmachen. Oh, scheiße, nee, ich habe was vergessen. Truckpad vergessen. Nochmal ab und nochmal neu dran. Jetzt aber. Bam! Dran gebaut. Es passt, wackelt und hat Luft. Das Coolste daran, ich habe das nie abgemessen. Ich wusste gar nicht, ob das passt oder nicht. Batterie drunter und erster Testdrive, oder? So, ich habe direkt aus der Verpackung das Ganze erstmal aufgeladen. Hier vorne kann man per USB-Kabel die beiliegende Fernbedienung direkt auch mit aufladen. Da ist auch ein Kabel dabei. Einfach da rein, dann hier per USB anschließen und fertig. Hier haben wir den Powerstecker. Einfach anschließen. Das Ganze hat jetzt roundabout, keine Ahnung, 1,5 Stunden gedauert. Dann war der Tutti Kompletti voll, hat er mir jetzt angezeigt. So, wichtig ist, dass diese Verschlüsse hier echt, glaube ich, immer richtig fest zu sind. Weil das Ganze ist natürlich auch Spritzwasser, eher gesagt regengeschützt. So, Akku rein. Wie geht das? Wie soll das gehen? So ist der Akku drin. Und wie hole ich den wieder raus? Also dann ist es echt sehr spack hier mit meiner Konstruktion. Aber es passt. Jetzt schalten wir den Spaß mal an. Ich weiß gar nicht. Ich würde erst den Akku anmachen. Und dann mache ich meine Fernbedienung an. Und dann haben wir direkt hier Eco-Mode. Okay, passiert nichts. Pro-Mode. Passiert auch nichts. Okay, passiert nichts. Steht das Brett falsch rum? Voll mutig, Okay. Erstmal ein Versuch. Oh, Mellow Drive, 82%. Ich bin miteinander verkoppelt.
Total, 1 Kilometer. Ich bin noch gar nicht gefahren. Eco-Mode. Und jetzt? Pair your remote with a Mellow Drive. Extra long press. Aber eigentlich stand in der Bedienungsanleitung, dass es schon fertig gepaired ist. Es passiert nichts. Irgendein Problem hat er. Es bewegt sich halt nichts. Ich stelle mal auf den Boden. Okay, er hat es gerade nicht gesehen. Man muss ihn, glaube ich, einmal anschieben. Ich habe mich gerade voll auf die Fresse gepackt. Mann! Klar, wenn da niemand drauf steht. Okay, Helm auf und raus geht's. So, jetzt bin ich draußen. Ich habe die Fernbedienung ums Handgelenk und ich habe mir hier einen ruhigen Ort ausgesucht. Helm auf, das ist das Allerwichtigste. Und die Hochzeit zwischen Pittermännchen und Mellow Drive unterm Hintern. Erstmal den Rookie Mode an und ich bin mal gespannt, wie sich das anfühlt. So, die Fernbedienung ist gepaired. Wenn ich jetzt hier einfach nichts mache, seht ihr, also ich stehe nicht drauf. Ich kann jetzt hier Gas geben, durch nach vorne schieben, wie ich will. Es passiert nichts. So, Fuß drauf, passende Farbe von den Schuhen zum Board. Anschubsen und dann langsam Gas geben. Ganz wichtig, selbst im Rookie-Mode. Okay, heißt anschubsen und Gas geben, Fuß hinten drauf und ab die Post. Ich gebe jetzt hier Vollgas, das ist der Rookie-Mode. 10 Stundenkilometer Max. Ja, ich würde sagen, das macht Spaß. Wenn ich jetzt einfach loslasse, kommt ihr nach ein paar Metern zu stehen, es bremst dann von alleine, setzt quasi die Rekuperation ein. So, und jetzt kann ich auch mal voll bremsen und dann fliegt es sofort nach vorne über. Was lernen wir aus der Vollbremsung? Nicht machen. Total krass. Selbst im Rookie-Mode knallt es mich sofort vorne über. In der Notsituation auf jeden Fall, aber ansonsten auf gar keinen Fall. Für alle Original-Skater unter euch, die eigentlich gar keinen Bock auf einen Elektroantrieb haben, kann ich nur sagen, es gibt den total geilen Endless Mode. So, hier auf Endless gestellt, ne, den Mode könnt ihr umschalten, indem ihr hier einfach mehrfach drauf drückt. Ne, also Rookie, Eco, Pro, Endless Mode. So, jetzt kommt mal der Endless Mode. Der Endless Mode bedeutet, ihr könnt ganz normal antreten und es schubst euch einfach weiter, als ihr normalerweise mit eurer Beinkraft vorwärts kommen würdet. Und dann könnt ihr eigentlich unendlich weit fahren. Das probiere ich jetzt mal aus. Aufstellen und ab die Post. Nur so viel dazu, ich mache gerade gar nichts. Ich habe hier quasi Fernbedienung so locker. Es fühlt sich mega krass an. Ich habe es gerade bergauf probiert und alle wissen, wie naja, ich muss es nicht aussprechen, wie scheiße es ist, bergauf zu skaten. Das geht damit. Probieren wir mal, was passiert, wenn ich jetzt abspringe. Hier, das Brett geht nämlich einfach weiter. Zack und ab in den Busch und die Räder drehen sich noch weiter. Okay, das ist meine Erfahrung. Also das Brett geht dann natürlich wirklich endless einfach weiter. Ne? Jetzt probiere ich den Endless Mode mal mit der Bremse aus, weil vielleicht lag es ja an mir, dass ich zu doof bin. Aber Endless Mode ist an. Ich schub's an. Okay. Endless Mode heißt Fernbedienung doch festhalten, damit ihr bremsen könnt. Wichtig, wichtig. Also nochmal. Anschubsen, fahren, abspringen, bremsen. Okay. So kriege ich es gebremst.
Verdammt, die Schuhe sind auf. Resultat zum Endless Mode finde ich mega geil. Ich glaube, das ist einzigartig überhaupt. Es gibt so nicht. Also mega Thumbs up. Aber ich muss natürlich sagen, dass der Eco-Mode auch mega Spaß macht. Juhu! Alter, da ist es. Da ist das geile Board. Ein Pittermännchen verheiratet mit einem Mellow Drive Kit. Leute, ich kann euch nur sagen, mein Fazit, es macht mega Spaß. Aber ihr müsst üben, weil das ist nicht mal eben so zu fahren. Ja? Ich kann mir nur vorstellen, dass man vielleicht noch ein bisschen an der Fernbedienung, naja, also ich glaube, ich muss einfach noch ganz viel üben. Es ist intuitiv, aber ich glaube, der Grip hier oben ist nicht groß genug. Also hinten ist der Grip richtig klasse, aber hier vorne, keine Ahnung, also das werden die nächsten Kilometer ergeben. Aber ansonsten mega krass. Ich bin bisher nur Rookie und Eco-Mode gefahren. Pro traue ich mich erst gar nicht. Der Endless Mode, mega geil. To go, das war der Sinn hinter der ganzen Nummer. Wird das mein Brett. Das Ding wird noch lackiert. Dann kommen hier oben noch der Korundstreifen drauf, damit man ein bisschen mehr Grip hat. Und dann ist das mein Board. Sollte euch das Video, was mal was komplett anderes war, total gefallen haben, lasst mir einen Daumen da nach oben, kommentiert fleißig, abonniert Bauboom Bang, solltet ihr es noch nicht gemacht haben, und schaltet natürlich die Glocke ein, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn was Neues von Bauboom Bang kommt. Also, ich wünsche euch was, allzeit gute Fahrt und immer Safety.